Mahlzeit. Es schlägt ungefähr 12. Ich habe schon kurz Mittag gemacht. Lecker Thunfisch und ein bisschen Trockenfleisch und ein paar Pistazien. Reicht vollkommen für die nächsten 2,5 Meilen, die ich jetzt noch vor mir habe, bis nach Hot Springs. Dann sind wir ungefähr bei Meile 274. Cool. Läuft. Also heute macht Spaß. Auch wenn die Füße jetzt ein bisschen schmerzen, muss ich gestehen. Hab bin aber auch geballert jetzt hier. Menschenskinder. Aber geil. So, einen wunderschönen guten Abend aus Hot Springs. Es ist mittlerweile 18 Uhr. Ich bin in Hot Springs angekommen um 1, halb 2 ungefähr. Und jetzt bin ich hier. Das ist der Gebäude. Dieses Hostel, das Sunday Inn oder irgend so in den Dreh, das ist das älteste Gebäude hier in Hot Springs. Es ist ungefähr 180 Jahre alt. Dementsprechend alt ist es natürlich. Aber es ist richtig, richtig nice. Hallo. Und genau, hier bleibe ich jetzt 2 Nächte. Ich war heute schon beim Essen. Ich war in einer kleinen Taverne, habe mir irgendeinen Chicken Sandwich gegönnt und eine fette Cola dazu. Gott, war das wieder lecker, ohne Mist. So wird man das richtig stellen. Sunnybank Inn. So ist das. Ich stöber gerade hier die Gaskartuschen durch, ob noch irgendwelche so ein bisschen voll sind und so wie die hier. Und fülle das mal an meine noch um. Wie gesagt, da kann man sich schon ein paar Knöpfe sparen. Genau, also wir sind angekommen in Hot Springs, bleiben jetzt 2 Tage. Also Montag, ich überlege, ob ich jetzt noch was nach Hause schicken soll am Montag. Jetzt muss ich niesen. Oder nicht? Ich glaube nicht. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. So, also hier ist die Küche. Hier wird schön gekocht auf jeden Fall. Hier gibt es morgen auf Frühstück um 8:30. Hier stehen die Reservierungen drauf. Das bin ich. Das ist so der Gemeinschaftsraum. Hier gibt es dann morgen Kaffee. Was das Herz begehrt. Nicht so. Es ist echt sehr alt, aber ich mag das. Es hat einfach was. Hier wird gerade eine Gitarre restauriert oder gemacht. Eine Appalachian-Trail-Gitarre. Richtig geil. Hier mit den AT-Zeichen, Appalachian-Trail-Zeichen. Hier ist der Weg. Also richtig geil. Feier ich richtig hart. Das ist halt noch so ein Aufenthaltsraum, da kann man sich, wie gesagt, aufhalten. Hier ist halt nichts mit Hightech oder sowas, aber es gibt WLAN, das ist schon mal nicht schlecht. Der Mann auf dem Bild, der macht mir ein bisschen Angst. Der Kollege hier. Auf jeden Fall. Hey, Doggy Doggy. Der Haushund. Jetzt geht's hoch. Schon fast ein bisschen dunkel hier. Da hängt ein Regenschirm oben. Für was auch immer. Da hängt ein Regenschirm. So. Ach, sorry. So, das ist der Zimmer. So. Die Tür braucht ein bisschen Kraft. Das Badezimmer, also mein kleines Waschbecken und da, wo die nette Dame gerade rauskam, ist das ein Hauptbadezimmer. Und hier, Schlafzimmer. Einen wunderschönen Sonntagmittag. Ja doch, ist eigentlich schon Nachmittag, es ist fast 2. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg in die Stadt, um was zu essen, nämlich. Und ich muss sagen, mir gefällt es immer besser. Die Nacht war echt gut, ich habe prima geschlafen. Das Bett ist zwar steinalt, aber du schläfst herrlich drauf. Ja. Wisst ihr Bescheid. Und hier sieht man auch ganz geil, auf dem Bürgersteigen hier ist überall das AT, das Appalachian Trail Zeichen eingraviert. Jetzt wird's laut.
soweit bin ich gut vorbereitet für morgen. Ich habe auch, wie gesagt, einiges aussondiert, was ich morgen dann ins Post Office bringen möchte, was ich nach Hause schicken werde. Das ist meine Bärenkanister, das ist meine lange Hose, das ist die Regenjacke, das ist mein zweites Handy, das ist eine Powerbank und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich wirklich nicht brauche. Und habe das mal nachgewogen und es sind in etwa fast 3,5 Kilo, die ich mir jetzt sparen will. Ich muss morgen auf jeden Fall bis 10 Uhr warten, 10 Uhr vormittags, bis das Post Office aufmacht. Ist wie bei uns mit der Post. Also 10 Uhr aufmachen, halb 12 schließen sie wieder, dann machen sie Nachmittag noch mal ein Stündchen auf. Und danach gehe ich zurück auf den Trail am Montag. Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stelle mich jetzt mal da an und dann schaue ich, ob ich einen Platz bekomme, weil es ist schon verdammt voll hier. Beim Elmar auf der Terrasse lässt sich schon aushalten hier. Ist schon ein Träumchen hier auf der Hollywood-Schaukel im Garten. Die Sonne geht jetzt gleich unter. Ich drehe mich mal. This is the garden. Der ist echt richtig groß. Da hinten hinter den 2 Bergen die Sonne gleich unter. Ja, morgen werden erstmal Höhenmeter geschrubbt, weil wir sind ja jetzt hier irgendwie 5000 Fuß erstmal runter gelaufen und auf der anderen Seite von Hot Springs geht es natürlich direkt wieder nach oben. Da wir wieder richtig schön auf den Kessel gehen. Ah ja, Gelenke geht's gut. Ich mache heute nochmal meine Hot Creme drauf. Das ist so eine Creme, das ist so eine Ziehcreme irgendwie. Ja, die brennt wie Feuer, aber die tut eigentlich ganz gut für die Gelenke, also speziell für die Knie. Dabei mal gucken, wie trocken meine Söckchen sind. Ach ja, easy. Das geht schnell. Kann ich die auch verfrachten, dass das auch passiert. Und dann ist der Sonntag auch schon vorbei. So, ein Traum. Ich freue mich morgen wieder auf den Trail zu gehen. Nächste 5 Tage, wie gesagt, 75 Kilometer. Geht's nach Irvine, also wie Deutsche sagen Erwin. Aber kein Stress. Das wird schon. So, ich lasse mir jetzt noch hochgehen auf der Terrasse und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Einen wunderschönen guten Morgen am Montag, den 15. April 2024 vom AT. Es geht wieder los. 2 Tage Hot Springs bzw. 1 Tag Hot Springs. Hot Springs neigen sich dem Ende entgegen. Und ich mache mich wieder auf in die Berge, in die Wildnis. Muss ich sagen, muss ich eigentlich rüber? Ich glaube schon, gell? Und muss ich hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ist das mein Weg? Ich muss jetzt mal gucken, wo ich lang muss. Dass ich jetzt Blödsinn laufe. Wo ist der Handy? So, was ist denn das hier? Ja, hier ist schon darüber. Sieht zumindest so aus. Gerade rüber, hier ist das Café. Jo, läuft. Gut. Und hab dann ausgecheckt, hab ihn noch verabschiedet von Elmar. Dann war ich noch auf der Post, die hat um 9 Uhr geöffnet, wie angekündigt. Und bin jetzt 8 Pfund leichter. Macht das schon bemerkbar, muss ich sagen. Also trägt sich angenehmer ohne diesen globigen Bärenkanister da hinten drin. Man hat halt deutlich mehr Platz im Rucksack. Heute wird ein schöner Tag, auf jeden Fall. 25 Grad sind angesagt. Also das Paket nach Hause zu schicken war jetzt nicht das billigste. Also ich habe ungefähr $95 bezahlt. So, mal sehen, was wir heute zerreißen. Ich bin gut gestärkt. Ich mache schon gemütlich. Was kommt, das kommt. Und deswegen würde ich sagen, neue Woche kann kommen. Und auf nach Irvine, zum Erwin. Bis dahin.
So, die ersten paar Meter des heutigen Tages verlaufen an einem Fluss entlang, an einem Strom. Das ist, glaube ich, der Pigeon River hier. Sehr schönes Flüsslein. Sehr schön. Alte Bekannte habe ich auch schon wieder getroffen. Den Critter, der ist hinter mir. Der hat sich auch einen Zero gegönnt gestern und startet heute auch wieder durch. Ich darf nachher nur nicht vergessen, mal ein bisschen Sonnencreme aufzutragen, weil ich glaube, heute könnte es schon fast ein wenig sommerlich werden Mitte April. Aber ist ja nicht schlecht. Und ich muss trinken. Mehr trinken. Mehr warm ist gleich mehr schwitzen, ist gleich mehr trinken. Ach du Heiland. Puh. Weiß nicht, ob man es sieht, aber ich bin schon klitschnass. Klitschnass geschwitzt. Scheiße, es war eine herrliche Aussicht. Aber die lässt sich auch bezahlen, auf jeden Fall. Meine Herren Nasenbären. Boah. Das waren jetzt vielleicht die ersten 100 Höhenmeter. Jo. Und schon sehnt man sich die Temperaturen der Smokies wieder herbei. Auch wenn es natürlich angenehmer ist. Mit kurzer Hose, T-Shirt und so. Aber bergauf, wenn kein Lüftchen geht und so, da bist du dann schon froh, dass wenigstens ein paar Bäumchen hier sind, die dir ein bisschen Schatten spenden. Heute wird auf jeden Fall ordentlich getrunken. Das steht fest. Bei jeder Quelle wird angehalten und eingelitert. Da wird nicht viel Pipi gemacht. Das sehe ich jetzt schon. Ah, schön. Von unten hört man noch die Rasenmäher-Armada. Das können sie, die Amis, Rasenmähen. So, ich habe keine Ahnung, wie weit wir jetzt schon gewandert sind, aber ich schätze jetzt mal so 3,5 bis 4 Meilen vielleicht. Ist jetzt eigentlich ganz gut und da findet man im Wald, mitten im Wald hier einen kleinen Damm. Hier, da plätschert das Wasser schön gemütlich runter. Wer das Ding nicht so versifft, wird sie direkt einladen zum Reinspringen. Ne? Aber lass ich jetzt mal lieber. Man sieht, ich habe mein Kopftuch ausgepackt. Das ist leider schon wieder trocken. Und hier halte ich das jetzt auch nicht unbedingt rein hier. Wenn ich immer Quelle sehe, dann mache ich das immer schön nass und so. Ne? Und es saugt auch den Schweiß schön auf. Das passt. Ich habe mich auch schon eingeschmiert mit Lichtschutzfaktor 50. Die Sonnenbrille ist am Start. Das ist echt ein schönes Plätzchen hier. Auf jeden Fall. Liebe ich ja sowas. Einfach mitten im Wald so See oder was da. Ob hier was drin lebt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber wo Wasser ist, da ist auch Leben. In welcher Form auch immer. Ja, läuft, ne? Ich gehe einfach weiter, ich fühle mich gut. Ich habe keinen großen Bedarf nach einer großen Pause. Ich merke auf jeden Fall schon, dass der Rucksack sich um einiges besser trägt, finde ich. Und ich lege euch mal kurz ab hier. So, 2 Liter habe ich bestimmt auch schon getrunken. Wo ist denn der Critter? Der war doch direkt hinter mir, der ist immer noch nicht da. Muss ich mir Sorgen machen? Gut, wir haben jetzt noch nicht die größten Höhenmeter gemacht heute. Vielleicht 300. Fehlen noch ein Pärchen. Richtig, wenn ich heute 19 Meilen mache, aber ich glaube es nicht, dann fehlen da noch 1700 Höhenmeter. Ah, ganz gemütlich, das macht so viel Spaß heute hier. Mal sehen, wenn die Mittagshitze so richtig ballert, wie sich dann verhält. Aber es ist schon schön hier. Und hier könnte man echt mal reinspringen. Ist schon geil. Und natürlich Müll, Taschentücher, Rotz von den asozialen Wanderern. Also ich hebe ja immer gern was auf, ne? Aber Taschentücher und so, das ist mir dann doch ein bisschen zu asozial. So, jetzt lassen wir die Dame vorbei. Hello. How you doing? Good, how you doing? I'm doing good. Have a nice day. Safe travels. So, jetzt geht's ein bisschen bergauf. So, ich lasse den Mann mal passieren. Peace. Have a good day. You too. Es ist halt Frühling, ne? Der Frühling ist in vollem Gange. Herrlich. Das sieht man halt überall jetzt, wie alles bunt und grün wird. Von grau ins grün, ins bunt. Nice.
So, der erste Shelter ist passé. Der Spring Mountain Shelter. Knapp 11,5 Meilen. Jetzt ist es 15 Uhr. Ich habe hier ein kleines Päuschen gemacht. Meinen Thunfisch genascht. Ein bisschen Trockenfleisch. Ein paar Nüsschen. Die Haube wieder nass gemacht und Wasser aufgefüllt. So. Mal sehen, was die Füße so sagen. Das ist halt immer so, ne? Wer das kennt. Wenn du lange unterwegs bist und dann machst du Pause, dann rosten die Füße ganz schnell ein. Und dann brauchst du erstmal wieder ein paar 100 Meter, bis die Füße wieder auf Betriebstemperatur sind. Es schlägt 18 Uhr und ich mache Schluss für heute oder habe Schluss gemacht für heute. Es reicht, ich bin seit 9:30 auf dem Trail und ja, die Sonne hat schon ordentlich Gas gegeben heute. Morgen werde ich definitiv wieder früh aufstehen und die Morgenstunden nutzen, wenn es schön kühl ist und die Luft noch einigermaßen frisch. Wenn du durch die Berge gehst und die Sonne ballert da drauf, dann irgendwann hast du halt, man kennt es halt, du hast so eine stickige Luft, dann zum Atmen ist das halt echt nicht so geil. Aber es gehört halt dazu. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Es war ein mega geiler Tag heute, ganz ehrlich. Also richtig schöne Wanderung. Auch wenn es warm war, es ist Mitte April, just saying. Das ist halt natürlich doof, weil ich keine Wasserquelle hier habe. Aber ich wollte jetzt nicht noch mal 5 Meilen in die Richtung laufen, also zum nächsten Shelter laufen, das wäre mir das, oh ne. Da habe ich mir gedacht, ach komm, bei der letzten Quelle packe ich mir ordentlich Wasser mit ein. Jetzt habe ich 3 Liter Wasser mitgeschleppt, jetzt hier den Berg hoch ein bisschen. Genau, und dann habe ich mir gedacht, mit dem Wasser, komm, da suche ich mir jetzt irgendwas. Habe auch schon was gefunden, hatte schon alles ausgepackt, war ein ganz geiler Spot. Dem Anschein nach, nur als ich dann den ersten Hering angesetzt habe, habe ich festgestellt, dass das alles Schotter ist. Alles Schotter. Oben drüber halt Laub, da hat man das nicht so gesehen auf den ersten Blick. Und da habe ich wieder alles eingepackt und mal hast du Glück, mal hast du Pech. Oh, so lang kann das Chicken und Rice ziehen. Eigentlich ganz nett hier. Bis jetzt bin das bloß ich, also es sind noch 2, 3 andere oder weitere Möglichkeiten hier, sind es halt aufzupitchen. Aber ich glaube, da kommt halt keiner mehr. Also den Critter, den anderen Kumpel von mir hier auf dem Trail, den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Two Sticks, glaube ich, kommt dann auch nicht so weit. Und ja, bin ich schon nicht allein heute. Aber wer weiß. Wer weiß, genau, Zelt ist aufgebaut. Morgen dann vielleicht 20 machen, weil ich will halt schon gucken, dass ich in 4 Tagen dann in Irvine bin bei diesem Hostel. Dann wieder auffüllen mein Zeug und dann straight die nächste Richtung anpeilen. Dass ich mir mal ein bisschen vorwärts komme hier, dass ich mir den nächsten Zero auch verdiene. Genau, das ist jetzt hier übrigens mein neuer Erpressungscontainer. So eine Tasche hier, die da. Und die werde ich nachher mal irgendwo an einem Baum aufhängen. Da muss ich mal zusehen, wo ein dicker Ast ist. Und dann schmeiße ich mein Seil drüber und ziehe das Ding hoch, dass keine Bärchen drankommen. Ist halt nur zur Sicherheit, aber wer weiß. Wer weiß. Du nimmst es mit ins Zelt, dann klopft er vielleicht mal an nachts und sagt, hey Junge, gibst du mir was ab von deinem Reis? Weiß man ja nicht. Ne, und Verkauf kommt oft. So. Nee, und an und für sich war das ein herrlicher Tag heute. Kann ich ganz klar so sagen. Einen wunderschönen guten Morgen am Dienstag. Was ist denn heute, der 16.? Genau, die Sonne ist am Aufgehen, wie immer herrlichst. Ich bin schon wieder in den Wäldern unterwegs. Hab richtig gut gepennt. Die Nacht war ja so angenehm warm, also ich habe echt teilweise nackig gepennt. Also 17, 18 Grad bestimmt, schätze ich jetzt mal. War richtig gut. War eine ruhige Nacht, keine Auffälligkeiten. Mein Essenssack hing auch noch am Baum, wunderbar. Heute habe ich mir ein 20 gesetzt, heißt 20 Meilen und habe ich Bock drauf, es ist früher Morgen jetzt, es ist 6:30. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen früher los, aber da hat der Schlaf gesagt, nee Junge, jetzt stehst du noch nicht auf. Und dann war es 5:30, bis ich aufgestanden bin.
bis du frühstückst und pipapo, brauchst du locker ein Stündchen. Immer. Wie man hört, ist wieder richtig schön Radau im Wald hier. Gestern wieder ein paar Kojoten gehört. Aber sonst ruhig. Es ist 10:30 Grad. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon gemacht habe. Ich müsste mal nachschauen. Aber hier oben muss ich einfach die Kamera mal wieder rausholen. Weil du hier so einen geilen 360-Grad-Blick hast. Das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, es ist recht trist heute. Sehr bewölkt. Also, das heißt bewölkt, aber naja, man sieht es halt, ne? Man hat nicht so den extremen Weitblick, aber es ist trotzdem wunderherrlich. Nice. Ja, heute ging es schon wieder ganz schön bergauf. Wie eh und je. Und jetzt gucken wir doch mal ganz kurz. Wo ist denn das dämliche Telefon? Diese Prepaid-Handys, ne? Zum Kotzen. Willst du aufladen, funktioniert die ganze Zeit nicht. Für eine Arsch. Cherry, 2,6 Meilen, da mache ich mal kurz Mittag. Das habe ich bis um 12. Das sind 2,6 Meilen. Es ist einfach nur fantastisch. Da merkst du mal wieder, wie unbedeutend das mal eigentlich ist, wenn man da so in die Pferde blicken kann. Ja, es ist einfach geil. Guckt euch das an. Brutal. Naja, wir sehen uns vielleicht beim Mittagessen dennoch. Tschüss dabei. Schönes Shelterchen. Hier ist es Mittagszeit. Es schlägt auch Punkt 12. Perfekte Zeit für einen kleinen Zwischenstopp. Wir sind übrigens bei Meile 301,8. Das bedeutet, wir haben vor 1,8 Meilen die 300 geknackt. Geil. Wir sind frisch gestärkt, voller Energie. Den ersten Anstieg nach der Mittagspause haben wir auch hinter uns gebracht. Und jetzt sind wir hier auf einer kleinen, ja auch wieder auf einer Hochebene hier. Nachdem, wie lange die Füße mich tragen heute, werde ich fahren. Das ist echt nice hier. Da blühen auch schon die, ich weiß nicht, was das für Blümchen sind, sieht aus wie Butterblümchen. So gelbe. Auch sehr nice. Hier sind noch überall. Sind das Butterblumen? Ne, ich bin ja total der Blumenexperte hier, ne? Aber es blüht. Es blüht alles. Das ist schön. The flowers popping up from the ground. Oder so ähnlich. Es schlägt jetzt gleich 6 Uhr. Ich habe Gott sei Dank hier mitten im Wald. Ich drehe mich mal kurz einmal 360 Grad, dann seht ihr, wo ich bin hier. Schwupps, da ist er wieder. Ich habe mir dann vorher ein kleines Plätzchen ausgesucht, das war aber leider schon komplett belegt. Dann musste ich noch ein bisschen weiter den Berg hier hochlaufen und habe einfach nur gebetet, dass irgendwo ein kleiner Spot kommt, weil die einfach auch an der Grenze war mit dem Laufen. Und dann, bevor es den Weg hier hoch geht, wo ist denn das? Auf jeden Fall geht der Weg hier hinter mir weiter und dann geht er hier lang und dann geht es dann da morgen früh hoch. Und den habe ich mir Gott sei Dank noch schenken lassen. Oder wie sagt man? Nee, muss ich nicht nehmen, weil hier war noch ein Platz frei. Hier steht jetzt mein Zelt. Und ich bin einfach nur froh, dass ich gelandet bin heute. War schon anstrengend. Also mehr als 20 Meilen, also über 30 Kilometer. Das merkt man schon, ja. Und dann freue ich mich auf meine heiße Schokolade. Oh Gott, geil. Oh, diese Kleinigkeiten immer. Oh, herrlich. Da weiß man so eine Kleinigkeiten einfach viel mehr zu schätzen. Was ihr nebenbei hört, da geht hier ein Bach lang. Also kannst gleich schön Wasser holen immer. Ein riesiger Schmetterling. Also Natur heute war auch genial. Also ich habe viele Käfer, Vögel, Turkeys, also Truthähne freilaufend im Wald rumspazieren sehen. Hier Weißwedelhirsche, die mit dem langen Schweif.
Genau, und dann geht es morgen früh wieder zeitig los. Gegen 6, denke ich, will ich losmachen. Heute habe ich den Wecker gekonnt ignoriert, weil ich gedacht habe, nee, also 4:30, nee, also nö, auch nö. Geht's dann morgen dann mit strammen Füßchen schon Richtung Irvine. So sieht's aus. Will ich mich später nochmal oder auch nicht. Und bis dann sehen wir uns dann morgen. Bis dahin. Ein Traum. Punkt. Ups, was ist mit der Kamera los hier? Hallo, bist du da? Ja, ich bin da. Hallo. Under the bridge. Würde interessieren, ob hier unten drunter auch schon mal jemand gepennt hat. Aber ich gehe mal davon aus. Fotografiert mich hier. Alter Lachs, da muss ich ja gleich mal ein bisschen Geld verlangen für. Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Ich glaube, jetzt mitten durchs Bild. Sorry. No, you just made a great picture. Okay. Nice. What is it? I'm Blue. Blue, I'm Half Pint. Good to meet you. What is your name? Half Pint. Half Pint. Like, What a, does like, that a half, mean? like a half pint of beer. Okay, Yeah, it's 'cause I'm gotcha. short. Gotcha. Ja. Nice. Oh, habt das gehört? Mein bestes Englisch wieder hier heute. So, weiter geht's. Naja. It's part of it. So, Klappe zu, weiter geht's. Tschüss. Ja, mein abgestecktes Ziel für heute ist kein Shelter und kein Camp. Das ist halt irgendwo eine Wasserquelle, die ist jetzt noch ungefähr 7 Meilen entfernt. Also 2,5 bis 3 Stunden, eher 3. Und dann nach einem Spot umschauen für morgen. Was ist das jetzt hier? Ach, ihr könnt ihr auch noch so fahren mit dem Parkplatz, mit dem Auto. 1, 2, 3, Mike. So, ja. Wie beim Zeltpen. Ja. So, wo ist mein Trail? Big Bolt. Höhe 5516 Feet. So, where is my path? Ah, ich glaube, ich muss da runter dann irgendwo. Macht den Anschein. Ah, ist schön hier. Es ist einfach schön. Könntest du Scheiße schreien, so schön ist das. Die ist ganz rot, guckt euch das an. Knallrot. Wir harmonieren. Ich bin komplett blau, sie ist rot komplett. Also ich halte jetzt meinen Schnabel. Auf Wiedersehen und bis Peter. Ich habe noch 2, 3 Leute überholt, habe ein gutes Tempo drauf heute, muss ich sagen. Also heute schinde ich meinen Körper mal so richtig. Zumindest bergauf. Bergab bin ich immer noch sehr vorsichtig und langsam. Nach 22,5 Meilen sind wir am Tagesendziel angekommen und man kann sich halt wirklich zum Großteil auf die Kommentare in der Forward-App verlassen. Ich habe jetzt keinen direkten Zugang zum Wasser, aber ich habe mir wieder 3 Liter mit hochgenommen, also 3 Liter hochgeschleppt den Berg. Das waren schon noch mal ein paar Meter. Wir sind jetzt hier in einem kleinen Waldstück, ein bisschen ab vom Schuss. Der Trail ist ungefähr 100 Fuß
In die Richtung geht der Trail dann die Richtung weiter morgen früh. Und ich gucke mich nur gerade mal schon ein bisschen um nach einem günstigen Baum, an dem ich mein Futtersäcklein dann nachher schmeißen kann. Ja, ich habe mich jetzt schon aufgebaut. Bin seit geraumer Zeit hier, 20 Minuten. Selbes Prozedere wie immer. Essen, schlafen. Weiter geht's. Die Leute manchmal, ach hier, der würde sich vielleicht anbieten hier, der Ast hier oben. Ich weiß nach meinen Säcklein hoch, zieh's runter und mein Säcklein hochschmeißen. Also hier kann ich meinen Essenssack befestigen, zu gut Deutsch. Verstanden? Schön. Ich bin durch. Wenn du 4 Tage durchballerst, du stinkst wie altes Fass. Ist so. Ich selber riech's nicht mehr, ich bin da schon geruchsblind. Es ist auch vollkommen Hupe. Ich bin zufrieden. War eine sehr geile Wanderung heute, wie jeden Tag auch. Die Flora verändert sich immer mal wieder ein bisschen, also es ist schon geil. Und dann kommen mal wieder so schöne Wasserfälle dabei und dann hast du wieder eine Hochebene. Also Abwechslung ist auf jeden Fall geboten. Also es ist nicht so, dass du nur stumpf durch den Wald läufst und das ist schon geil. So. Aber ja klar, meist soll jeder machen, wie er möchte. Ne? Also ich bin halt eher der Early Bird. Ich gewöhne mich da schon mal dran, an die heißen Tage. Früh rauszugehen aus dem Bett oder früh aufzustehen und dann direkt auf den Trail. Und ich muss mich mal kurz drehen, weil es ist die Optik und so, die ist von der anderen Seite, glaube ich, ein bisschen besser. Es wird grün und grüner. Ja, yeah. So ist es. Ich war jetzt immer tatsächlich einen Monat schon auf dem Trail. Über 530 Kilometer gemacht. Nicht schlecht. Naja, so die nächste Etappe. Das war jetzt Etappe Hot Springs, Irvine. Wir sind nicht ganz zu Ende, ein paar Meilchen noch. Und da, hier ist Wasser, hier kann ich mal Wasser kurz auffüllen. Prima. Und die nächste Etappe ist Irvine Hampton. Yes, Sir. So, Wasser auffüllen, dann geht's weiter. Man sieht ein paar Schlafmützen noch 1 Uhr heute Morgen. Stunning, stunning, absolutely stunning. Ja, dann sind wir bald durch für heute. Es ist 10 nach 9. Das passt. Dort läuft irgendjemand. Mir wurscht. So, jetzt bin ich am Mittag, heute früh um 7:30 an dem letzten Shelter vorbeigekommen. Ich quassel schon wieder so schnell, ne? Vorbeigekommen. So, der Shelter hieß No Business Shelter. Das war ja Klassenfahrt da oben. Das war ja krank. So viele Leute an dem Shelter da. Was ist denn da los? Also haben sie sich gestern aber alle versammelt. Aber so viele Leute. Aber wenn die halt alle in das Hostel wollen und wenn die alle hier Dinge gemacht haben, schon Reservierung, sieht schlecht aus. Ja, willkommen in Irvine. Ich bin angekommen vor ungefähr einer Stunde am Hostel. Waren noch schon 2, 3 Leute da, die ich kannte auch. Und habe tatsächlich noch eine Kabine bekommen dort. Kostet mich jetzt 70 €, aber da ist Fahrradfahrer dabei. Ich bin mit dem Fahrrad gerade in die Stadt gefahren. Da ist Wäsche dabei und Kabine, WLAN und Pipapo, also ist in Ordnung. Ne? Ich bin jetzt gerade beim Pizza Plus, weil ich Hunger habe. Ich würde mir jetzt eine schöne fette Pizza reinhauen und ein schönes Glas Orangensaft dazu. Und dann fahre ich zurück, dann ist es vielleicht 12 Uhr und dann habe ich den ganzen Tag noch zum Chillaxen. Finde ich geil, mit dem Fahrrad hier rumzucruisen, auch wenn das Fahrrad dementsprechend dürftig bestückt ist. Den Sattel, den kann man nicht höher stellen, aber egal. Auf jeden Fall heute ein Nero, also halber Tag wandern, halber Tag Chillaxen, einkaufen und so weiter und so fort. Und jetzt lasse ich mir erstmal eine Pizza schmecken, sofern sie schon offen haben. Also bis später.
So, die Sonne geht langsam unter. Es schlägt fast 6 Uhr. Ich bin in meinem kleinen, feinen Hostel und es trudeln immer noch ständig Leute ein. Ich habe schon 1, 2 Blasen mal gehabt, aber nicht irgendwie an der Ferse oder hinten an der, sondern einfach vorne an den Zehen. Ja, durch dieses ständige Bergablaufen rammst du dir die Kanten von den Fußnägeln immer in die Haut, wenn die nicht geschliffen sind oder gefeilt sind, und dadurch entstehen halt dann auch so ein paar kleine Blasen vorne, aber die merkt man meistens erst abends. Ja, ansonsten, wie gesagt, gut durchgedehnt heute. Selbes Prozedere. Wie immer viele Bekannte getroffen heute. Und bevor die ganze Bubble morgen dann hier aufbricht, also es ist bestimmt, ich müsste jetzt lügen, aber 40, 50 Mann locker flockig. So sieht's aus, dann melde ich mich morgen in aller Frische wieder. Vielleicht zeige ich euch nachher noch kurz, bevor ich ins Bett gehe, die Location hier und dann sehen wir uns morgen. Gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist heute Samstag aus dem verregneten Irvine oder nahe Irvine. Gestern ist noch was Witziges passiert. Ich habe meine Tracking Pose hier dort abgestellt, wo man sie nicht abstellen soll. Und zwar nahe der Hiker Box oder des Hiker Trash. Und da hat sich jemand gedacht, ja, die sehen ja gut aus, den nehme ich mit. Und ich, Blöppmann, habe die Sticks den ganzen Tag aus den Augen verloren. Ups. Aus den Augen gelassen. Dann waren sie weg. So, ich natürlich die ganze Nacht gesucht, wo sind die dämlichen Stöcker? Nicht gefunden, rumgefragt. Und dann hat der Eigentümer einen Zettel in die Tür gehangen. Hier, Attention Hikers. Hier, Blue is missing his tracking pose. Und ja. Heute Morgen sind sie zum Glück wieder aufgetaucht. Das war dann wohl ein kleines Missverständnis. Also eine Dame hat die irgendwie mitgenommen und hat ihre reingetan, weil die sehen relativ gleich aus. Aber das wäre ärgerlich gewesen, wenn wegen so einem Blödsinn die Tracking Pose auf einmal weg gewesen wären. Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt wieder auf dem Trail. Das heißt schon wieder, es ist bestimmt schon, lass mich gucken, es ist 9 Uhr. Für mich relativ spät, aber der Tag hat trotzdem erst angefangen. 20 werde ich heute nicht schaffen oder nicht machen, weil es auch den ganzen Tag immer mal wieder regnen soll. Ich habe auch gerade schon Poncho und mein Regenkilt wieder abgelegt, weil es ganz schön gewittert hat und geregnet. Ich habe doch zum ersten Mal meinen Regenschirm ausprobiert. Funktioniert auch, den kann ich mir hier in meinen Riemen einklemmen. Also muss ich nicht in der Hand halten, der ist ja so über mir. Das ist auch ganz geil. Wenn du halt im dichten Gestrüpp bist, ist das eher nichts. Aber so, das ist schon ganz cool, solange der Wind nicht pfeift wie Schwein. Aber heute geht es auch wieder 5.500 Fuß nach oben. Von dem her quatscht man nicht lang. Wir sind gut gestärkt. Von dem her Attacke in den heutigen Tag. Bis dahin, Freunde. Schön. Ich habe jetzt noch 3,5 Meilen zu einem Shelter. So, soll beim Wasser eigentlich auch noch reichen. Das sind 5 Kilometer. Und da ist wieder Wasser. Da will ich mal sehen, wie viele Leutchen das sich da niedergelassen haben, wenn ich da irgendwo in der Nähe einen Zeltplatz finde. Ein bisschen abseits vom Shelter. Dann werde ich mich da oha. Ich passe nicht durch, weil ich so fett bin. Oh, Baum umgestürzt. Dann werde ich mich dann niederlassen für heute. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir Hampton bzw. das nächste Ziel in 5 Tagen, der nächste Baum. Also hier fallen sie schon gerne, hä? Und Ding, wenn er mir auf die Krone fällt, ist auch ein Jackpot. Ich merke die Beine schon ein wenig, also Knie überhaupt nicht. Knie sind Wunderbärchen, absolut. Apropos Bärchen, ich habe immer noch keinen gesehen. Aber die Fußsohlen und so, die faszinieren, vielleicht heute ein bisschen durchkneten. Die gestern noch schön gekühlt in ein Eisbad gelegt. Mal ein bisschen, ja, muss schon. Ja, ist dein Werkzeug. Musst du schon ein bisschen pflegen, deine Schuhe und deine Füße. Genau. So. Ja, hier ist auch wieder ein bisschen unwegsam. Die liebe ich an hier, ne? Diese Wege hier. Aber ich sag mal, schlimmer geht immer. Zumindest halbwegs trocken.
ich mache die Klappe jetzt zu und gehe die nächsten 3,5 Meilen. Ne? Also, bis später. So, der Tag neigt sich auch dem Ende entgegen, wie immer. Es ist ungefähr 18 Uhr jetzt. Ich bin an dem Shelter angekommen, da war es ungefähr 17 Uhr. Habe hier noch 2 Leute getroffen, mit denen habe ich erst auf Englisch gelabert und dann habe ich gehört, irgendwie haben die auch einen relativ komischen Dialekt. Dann habe ich sie gefragt, wo sie herkommen. Dann sagen sie, sie kommen aus Germany. Ja. Ja, 2 Schwaben, ein Pärchen. Die laufen den Trail zum 2. Mal. Nicht schlecht. Was gab es heute? Spaghetti. Spaghetti waren gar nicht mal verkehrt, muss ich sagen. Mit Cracker. Bisschen Trockenfleisch. Jetzt gibt es noch meine heißgeliebte heiße Schokolade. Die gönne ich mir im Zelt. Jetzt zieht der Wind ein bisschen an. Wir sind auf 4.500 Fuß. Die gönne ich mir jetzt noch. Und ein paar Naschereien habe ich mir auch noch gegönnt. Oder mitgenommen. Ja, mei. Die paar Gramm draufgeschissen. Also ich muss schon sagen, ich muss pupsen auf diesem Trail. Was ich pupsen muss, ne? Also kaum habe ich was gegessen, das dauert keine 10 Minuten. Rattert der Magen durch und Attacke. Also was die Unterwäsche, die Unterhosen hier mitmachen muss mit meinem Blähbalg oder wie auch immer. Schon ist schon bemerkenswert. Oh Gott, ich habe gerade so laut genießt. Ich glaube, ich habe gerade alle Bären im Wald aufgeweckt. Good morning. Ah. Ja, die ganze Nacht geregnet. Es hat so um 11 angefangen. Das Zelt sieht aus wie, ne, was aus dem Popo rauskommt. Ja, mal sehen, wie das Wetter heute wird. Ich habe keine Internet-Konnektion hier. Keine Verbindung. Aber es scheint langsam aufzuhören. Ich bin hier unterwegs mit meinem extrem sexy Poncho. Ah, schön. Ja, geschlafen habe ich gut. Bin gut drauf. Nachdem ich meine Granate im Wald geschmissen habe, vor 10 Minuten läuft es jetzt gleich viel angenehmer. Ah, befreiend. Schön. Ich habe einen Blödsinn geträumt heute. Ah, hör doch auf. Ach Natur, du bist so schön. Es ist schön, es ist schön. Muss ich hier Wasser auffüllen oder habe ich noch ein bisschen was? Ich habe erst getrunken, ein bisschen was habe ich noch. Ja, was habe ich geträumt? Ich habe geträumt, da ist ein riesiger Bär. Also ungelogen, aber riesig. So groß wie der halbe Baum. Mein Fressenssack, mein Essenssack vom Baum genascht hat. Einfach mit einem Haps. Komplett bescheuert. Ja, irgendwann war ich dann auch wieder wach. War wieder so ein Stunde Schlaf, Stunde wach. Stunde Schlaf, wach, Stunde Schlaf, wach. So eine Art Schlaf war das heute wieder. Aber nichtsdestotrotz fühle ich mich gut. Die Beine sind wieder halbwegs in Ordnung. Yes, guck mal hier. Da. Njam, 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 njam. Muss ich wieder jeden Schritt 3-mal überlegen. Und jetzt gerade mit der Kamera in der Hand ist das natürlich auch wieder sehr, sehr schön. Oh, hier ist ein Steinchen. Füße sind mir wurscht, weil ich habe vorgesorgt. Ich habe meine Sealskins wieder angezogen heute. Prophylaktisch. Man weiß ja nie, was heute noch kommt. Ja, ist schon auch eine geile Stimmung jetzt wieder, ne? Also ich feiere das immer. Man sieht das immer nur so im Fernsehen, in so Horrorfilmen. Aber wenn du dann selber mal in so einem Nebelwald unterwegs bist, ist das schon geil. Was geht ab? So, ich melde mich heute auch mal wieder. Das ist das erste Mal heute, dass ich ein bisschen Sonne sehe. Ansonsten war das ein sehr, sehr trister, nasser, grauer, verregneter Samstag für mich. Ich hatte auch noch nicht die Gelegenheit, irgendwie ansatzweise mein Zelt zu trocknen. Aber ja, jetzt sieht man zumindest mal wieder ein bisschen was. Genau, Shelter, war schön.
Das ist hier Touri-Hotspot, das sieht man schon. Die kommen hier, gehen hier hoch, schießen ihre Bildchen und dann fahren sie wieder heim. Gott sei Dank. So, wo darf ich jetzt lang gehen? Ist hier irgendwo ein weißes Bläselchen? Ich habe mich heute schon mal halb verlaufen, ne? Das war nicht so geil. Also. Wo denn jetzt lang? Also ich gehe jetzt mal hier lang. Da muss ich mal wieder das Handy rausholen, weil manchmal ist das schon echt verwirrend. Den ganzen Tag hat sie sich nicht blicken lassen. Aber jetzt. Deswegen genießen wir sie jetzt noch ein bisschen. Bin ich froh, wenn ich heute liege. Füße tun mir weh heute. Das kann ich sagen. Füße tun weh. Nein. Also nochmal von Anfang an. Also gestern ist nichts mehr passiert. Ich bin um 6 eingetrudelt, Zelt aufgebaut, es war halbwegs trocken, rein ins Zelt, im Zelt gekocht. Wie immer, wie fast immer, wenn das Wetter halt scheiße ist. Es funktioniert schon, ich habe genug Platz im Zelt. Ich muss dann aufpassen, dass das nicht abfackelt. Also heute bin ich zum allerersten Mal so ganz dezent an meine mentale Grenze gekommen. Also heute hat mich der Trail echt gebumst. Heute ist nicht viel Höhenmeter, es sind 1000 oder so. Aber die ersten 500, die kamen natürlich gleich am Anfang und eine Steigung. Und der Weg war komplett matschig. Da hat es nebenbei natürlich noch gewindet wie Sau. Es war schweinekalt, die Nacht übrigens auch. Also hat es vielleicht 3 Grad gehabt oder so. Es war schweinekalt, der Wind hat gepfiffen, es hat geregnet. Der Poncho kam an sein Limit. Und dann den Berg da hoch. Und du dachtest eigentlich nur, weil du hast den Gipfel nicht gesehen. Weil du halt immer in der Wolke spazieren gehst. So, dachtest du hast das Gefühl. Dass du kommst dann nie an da oben. Ne? Wenn man dem Wettergott glauben mag, dann wird es morgen schöner. Wir werden sehen. Ich bin ja bald an diesem Hostel. Ich habe gestern schon mal nachgeschaut im Internet und wollte da so eine kleine Cabin mieten für 1-2 Tage. Also ein Nero und ein Zero eventuell. Aber die sind ja alle schon ausgebucht komplett. Also ist ja komplett bescheuert. Als ob die Leute immer genau wissen, wann sie ankommen. Also okay. Alter, ich war schon kurz davor, dass mich 3-4 Mal richtig. Mit einem halben Meter bin ich geslidet auf einem Fuß. Zack. Da hat nicht viel gefehlt. Danach immer großes Gelächter. Ich habe mir immer abgelacht, wenn ich es geschafft habe. Also, da musst du drüber lachen. Sonst bist du doof hier. Ich muss jetzt gleich mal ausschalten, weil sonst liege ich echt. Ich habe nur einen Stecker und das ist schon risky hier. Hier, so sieht das aus hier. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Heute war es echt mal ein bisschen, wo ich die Stecker fast weggeschmissen hätte. Aber jetzt ist es trocken, es ist kalt, es hat vielleicht 10 Grad oder sowas. Ich werde mir meinen Handschutz auch wieder anziehen. Und jetzt mache ich erstmal noch ein paar Meter, bis ich mir das Mittag verdient habe. Dann gibt es wieder zur Stärkung ein paar Instant-Nudeln. Weit und breit kommt jetzt erstmal kein Shelter, der kommt erst wieder in 12 Meilen oder sowas. Muss ich mir irgendwo ein kleines Fleckchen suchen, wo es ein bisschen windgeschützt ist. Und dann geht's los, dann wird gemampft. Also, bis später. Tschüss. Mahlzeit. Guckt mal, wie schön grün das ist jetzt schon wieder. Ist das nicht herrlich? Ach, das ist so gut fürs Gemüt. Auch wenn die Decke oben noch relativ grau ist und jetzt wird es heute auch bleiben. Ist das schön. Es geht auch nicht zu steil bergab. Ich habe jetzt noch meine Kniebandage auf rechts gedreht, also aufs rechte Bein gewechselt. Abwechslung muss sein. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Pause gemacht. Instant-Nudeln, wie immer. Die brauche ich zur Mitte des Tages. Ich brauche nochmal richtig hier Bums. Nochmal mein Thunfisch und wisst das ja mittlerweile. Sonst schaffe ich keine 8-9 Meilen mehr heute hier. Ach, guck mal hier, sind noch 3 Zelte? 1, 3, 2. Und die Uhrzeit? Ja, na gut, ne? Man kann sich auch mal ein Zero irgendwo im Nirvana gönnen. Aber das sind noch gar keine Fullhiker, was weiß ich. Ist ja wurscht. Ich halte den Schnabel.
und mache jetzt wieder Strecke. Bis dahin, bis später.